und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wie ihr gegen das Heiserwerden eurer Blockflöte vorgehen könnt, indem ihr euch ganz leicht Anti-Kondenztröpfchen selbst herstellt und wie ihr die reinmacht in eure Blockflöte, das erkläre ich euch in diesem Video. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Blockflöten werden beim Spielen heiser, das ist eine normale Sache und dagegen kann man etwas tun, zum Beispiel indem man Tröpfchen reinmacht, sogenannte Anti-Kondenztröpfchen oder auch Anti-Heiser-Tröpfchen. Und die könnt ihr ganz leicht selbst machen. Wenn man eine Blockflöte kauft bei einer Flötenfirma oder im Laden, dann bekommt man meistens ein Pflegeset dazu, da ist sowas mit drin. Aber das ist ja irgendwann auch aufgebraucht, deshalb mache ich mir das einfach immer selbst und das könnt ihr auch tun. Also es ist erstmal wirklich eine normale Sache, dass die Blockflöte verstopft. Man denkt ja landläufig immer so, das ist, wenn Kinder Blockflöte spielen, dann sabbern die rein und dann ist das verstopft. Das ist aber eine völlig normale Sache, dass die Blockflöten verstopfen. Denn ihr blast ja rein in die Flöte mit eurem feuchten und warmen Atem. Und nicht nur, dass er feucht ist, er ist eben auch warm, wärmer als die Blockflöte. Und durch diesen Temperaturunterschied entsteht hier im Windkanal, also wo man reinbläst und wo hier die entgegengesetzte Öffnung ist, dort entsteht dann in diesem schmalen Kanal Kondensfeuchtigkeit. Das könnt ihr zu einem Teil verhindern, wenn ihr die Blockflöte vor dem Spielen aufwärmt. Und zwar diesen Teil hier oben. Den müsst ihr aufwärmen, also bitte nicht auf die Heizung legen oder in die Sonne, sondern ihr könnt das mit der Hand aufwärmen, ihr könnt das auch unter den Arm halten, das machen manche Leute. Oder ich stecke mir gerne das Kopfstück einfach in den Hosenbund rein und ja, auf jeden Fall, dass dieser Teil richtig gut warm ist. Dann habt ihr schon mal etwas gegen die Heiserkeit vorgesorgt. Sie ist aber normal. Jetzt, bevor ich euch das mit den Tröpfchen erkläre, wichtig, wenn ihr eine neue Blockflöte habt aus Holz, die noch in der Einspielphase ist, da ist es normal, wenn die Blockflöte heiser wird nach ein paar Minuten und dann solltet ihr vielleicht nicht diese Tröpfchen reinmachen, sondern der Blockflöte Ruhe gönnen, dann hat sie genug für die jeweilige Spielphase. Und auch wenn eure Blockflöte jetzt beim Spielen heiser wird, könnt ihr immer erst probieren, sie auszublasen, also überschüssige Feuchtigkeit hier rauszublasen. Und da finde ich die sicherste und effektivste Methode, finde ich, das Kopfstück abzunehmen und hier unten mit der flachen Hand zuzuhalten, wie beim Ponyfüttern, damit das Pony nicht in die Hand beißt. Und dann hier rein zu pusten. Und dann könnt ihr nämlich hier oben schon, dann sind richtige Tröpfchen hier, wenn ihr gespielt hattet, die ihr dann abwischen könnt. Und das hilft auch. Und wenn das nicht hilft, dann braucht ihr Anti-Heiser-Tröpfchen. Und ich kaufe mir da einfach in der Apotheke so ein leeres Pipettenfläschchen, wie von Nasentropfen. Die könnt ihr in der Apotheke einfach so blanko kaufen. Und da mache ich einfach Wasser rein und ein Tröpfchen Spülmittel. Und zwar warum? Weil Spülmittel die Oberflächenspannung des Wassers bricht. Das ist jetzt Physik. Und dadurch, wenn ihr diese Tröpfchen hier jetzt reinmacht in die Flöte, sich weniger Wasser hier sammeln kann. Wie macht ihr das? Also ihr haltet die Blockflöte umgekehrt und wollt hier in den Windkanal hineintröpfeln, sodass hier wieder was rauskommt. Da ist es gut, wenn ihr dann eine Unterlage habt, die nass werden darf. Also ich habe es jetzt hier über meinem Teppich, deshalb mache ich es jetzt nicht ganz bis zum Ende. Aber ihr geht vorsichtig da dran, ihr wollt natürlich nichts beschädigen und macht bitte einen Tropfen von eurem Spülmittel-Wassergemisch
Wie gesagt, ein Tröpfchen Spülmittel reicht schon. Das tröpfelt ihr da rein, also so ein paar Tröpfchen. Ihr merkt ja, wenn das dann unten schon rauskommt. Und dann nochmal gut durchpusten auf dieselbe Art und abwischen. Und ja, das ist ja nicht ganz gesundheitsgefährdend, denke ich mal. Also ihr müsst es gut abwischen. Vielleicht hilft auch Bio-Spülmittel, weiß ich nicht. Ja, und dann müsste eigentlich die Blockflöte sofort besser spielen, nicht mehr so heiser sein. Ihr könnt das nochmal wiederholen, wenn es noch nicht richtig geholfen hat. Vielleicht am nächsten Tag nochmal oder vielleicht am selben Tag auch nochmal. Wenn das dann immer noch nicht hilft, dann könnte was anderes auch mit eurer Flöte los sein. Vielleicht braucht sie eine Überholung beim Flötenbauer oder in der Flötenfirma. Dann wäre es gut, sie einfach mal zu dem Profi nochmal einzusenden, weil dann vielleicht wirklich der Block rausgenommen und hier was geschliffen oder gereinigt werden muss. Aber normalerweise bei dem normalen Heiserwerden der Blockflöte helfen diese Tröpfchen. Und deshalb würde ich euch das mal als Tipp geben. Mischt euch diese Tröpfchen, probiert das mal aus. Und ja, dann hoffe ich, das funktioniert bei euch. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon kanntet. Ich bin nämlich immer wieder erstaunt. Ich denke immer so, das kennt jeder schon, aber ich bekomme regelmäßig Nachfragen dazu. Und deshalb wollte ich heute mal das Video dazu, ganz speziell zu den Antikondenztröpfchen machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr möchtet, abonniert meinen Kanal und klickt das kleine Glöckchen an, dann bekommt ihr immer eine automatische Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint und dann verpasst ihr keins mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis nächste Woche. Tschüss!